Hallo aus Matwili. Hier verbringen wir die nächsten 4 Tage. Da sind wir heute von Batumi aus hergefahren. Da fährt man so circa 2,5 Stunden. Und hier ist wirklich sehr, sehr ruhig und entspannt in der Natur. Wir haben hier ein sehr schönes Hostel gefunden. Und hier werden wir auch mehr die Natur erkunden als jetzt irgendwie die Stadt oder so, weil es in Batumi dann doch ja, sehr viel war irgendwie mit den vielen Autos und den ganzen Hochhäusern. Deswegen freuen wir uns auf jeden Fall, also meine Freundin und ich, dass wir jetzt hier uns entspannen können. Und gleich schauen wir uns einen Fluss an, laufen da ein bisschen durch die Gegend und das werde ich natürlich alles wieder filmen. Hier sind wirklich überall auf den Straßen einfach so frei die Tiere. Hier zum Beispiel sind wieder ganz schön viele Wildpferde. Meine Nichte hatte sich gewünscht, dass ich unbedingt mal auf so einem Wildpferd reiten soll. Und deswegen liebe Grüße an die Mia und Merle und Juna und alle euch. Aber ich traue mich nicht, auf das Pferd draufzusteigen. Deswegen müsst ihr das mal machen, wenn ihr in Georgien seid. Wir sind jetzt am Fluss angekommen und werden jetzt noch ein kleines Stückchen flussaufwärts laufen und uns da dann irgendwo gemütlich hinsetzen und entspannen. Aber bevor wir da lang laufen, müssen wir gleich erstmal den Fluss überqueren. Der sieht nicht ganz so tief aus, aber man weiß ja nie, also mal schauen. Also es ist echt gar nicht so leicht, wie es aussieht, weil die Steine so ein bisschen rutschig sind. Ich habe zum Glück so Sandalen, dadurch kann ich recht schnell vorankommen, ohne zu rutschen. Ja, aber das schaffen wir auch, beziehungsweise Selma auch ohne Sandalen. Das wird schon. Wir sind jetzt an der schönen Stelle angekommen und werden hier die nächsten 1 bis 2, vielleicht auch 3 Stunden verbringen und uns einfach nur entspannen. Wir werden uns jetzt wieder auf den Heimweg machen und morgen schauen wir uns vermutlich irgendeinen Canyon hier in der Nähe an. Die sehen ziemlich spektakulär aus auf den Bildern, zumindest schon, die wir auf Google gesehen haben. Aber jetzt gehen wir erstmal nach Hause, essen dann noch ganz entspannt was und schlafen dann erstmal, weil ich die Nacht heute nicht so viel Schlaf hatte und ich brauche ein bisschen Ruhe. Und ich würde sagen, den Heimweg erspare ich euch und wir sehen uns dann morgen früh wieder. So, es ist jetzt schon der nächste Tag. Und ich habe jetzt eben gerade noch ein bisschen Video geschnitten und jetzt gleich gehen wir zu so Hot Springs hier in der Nähe, also so heißen Quellen. Und da fährt man mit dem Auto so circa 20 Minuten und wir werden dahin trampen, weil das hier anscheinend kein Problem ist. Und naja, mal schauen. Ich werde natürlich alles wieder filmen. Come on, Java. Nakvala Kiwi? Lokala Kiwi? Yes. Yes, yes. Can we? Yes, no problem. Madloba.
Wir wurden jetzt von den beiden Herren mitgenommen und die haben uns sogar bis zum Wasserfall direkt gefahren und jetzt uns auch noch einen kleinen Weg gezeigt, wo genau der heiße Wasserfall ist. Madlova. Wir haben uns jetzt hier einen ganz netten Platz am Schatten gesucht und das Wasser, was aus diesem Hot Spring rauskommt, das ist richtig, richtig heiß. Ich hatte eben schon mal meinen Fuß drin, also das ist echt richtig heiß. Ja, mal schauen, vielleicht gewöhnen wir uns ja dran. Aber das Schöne ist, dass direkt gegenüber auch ein Fluss ist mit kaltem Wasser. Das heißt, man kann sich dann auch schön entspannt direkt wieder abkühlen. Das sieht jetzt zwar aus wie ein normaler Fluss, aber ich kann hier nicht länger als eine Sekunde meinen Fuß reinhalten. Boah! Es ist richtig heiß. So richtig heiß. So, ich werde jetzt mal probieren, mich dran zu gewöhnen. Hier ist so ein ganz kleines Becken. Da werde ich jetzt mal langsam anfangen, weil das ist echt verdammt heiß. Das kann man sich echt nur schwer vorstellen. Aber ich glaube, wenn man dann in den Fluss hinter mir direkt danach geht oder davor, dann geht's schon wieder, weil man dann so ausgekühlt ist. Aber mal schauen, ich probiere es jetzt einfach mal. Boah, und das ist echt heiß. Ah, hier geht's sogar. Hier unten im Becken ist zum Glück nicht so heiß. Also wir haben jetzt genug gebadet und machen uns jetzt wieder auf den Heimweg. Wieder mit dem Trampen. Hin hat das ja ganz gut funktioniert. Ich hoffe, dass es auch zurück so gut funktioniert, aber ich denke schon. Ja, mal schauen, weil die Straße hier ist nicht ganz so befahren wie die, wo wir vorher waren. Deswegen hoffen wir mal, dass wir jetzt rechtzeitig jemanden finden und dann nicht die ganze Strecke bis zur Hauptstraße laufen müssen, weil das ist echt ganz schön lang. Aber eventuell kommt da hinten schon was. Nee, doch nicht. Okay, dann müssen wir erstmal ein Stückchen laufen. Ja, also wir wurden jetzt netterweise mit zur Hauptstraße genommen. Und hier ist zwar gerade auch nicht so viel Verkehr, aber vermutlich kommen hier schnelle Autos. Und das ist halt die Straße, die genau zu dem Ort führt, wo unser Hostel ist. Das wird schon. Okay. Vielleicht da einfach. Komm mal schon mal. Yes. Kutaisi is the best place. Really? In Georgia, yeah. I am from Kutaisi. Ah, okay. that's why you say. No! Ah, no. Thank you so much. Have a good one. Special Construction. Yes, of course. Also wir wurden jetzt von einem netten LKW-Fahrer mitgenommen und haben es wieder zurück ins Hostel geschafft. Noch sind wir nicht da.
wir sind auch. Noch sind wir nicht da, aber wir müssen jetzt nur noch 2 Minuten laufen und dann gibt's Abendessen. Hallo, es ist jetzt der nächste Tag und wir gehen jetzt gleich zum Matvili Canyon. Ja, das soll ganz spektakulär sein und da kann man anscheinend auch schwimmen bzw. ins Wasser gehen. Ich bin ehrlich gesagt noch ein bisschen müde und deswegen noch nicht ganz so motiviert. Aber ich glaube, das wird sich lohnen und ich hoffe, ich werde durch das Wasser dann dort einfach ein bisschen wach, weil ich die Nacht wirklich nicht so viel geschlafen habe. Aber das wird schon und filmen tue ich natürlich trotzdem. Also unser ursprünglicher Plan war es, zu den Matvili Canyons zu trampen. Dort sind wir auch hingekommen, aber die waren zu und ja, da haben uns mehrere Männer angeboten, unterschiedliche Touren zu machen und dafür andere Canyons anzusehen. Wir haben jetzt uns zu einer Tour mehr oder weniger überreden lassen und sind jetzt gerade beim Boulder Canyon und werden hier eine Runde entspannen und mal baden gehen, denn es ist richtig warm. Ja, und dabei ist uns wieder aufgefallen, wie wichtig für die Menschen in Georgien der Tourismus ist. Es ist der zweitgrößte Wirtschaftssektor des Landes und durch Corona haben sie natürlich auch enorme Einbußen irgendwie hinnehmen müssen und ja, konnten nicht viel Geld verdienen. Und so versuchen sie gerade die Touristen, die da sind, ja, zu überzeugen, Touren zu machen, das Geld zu investieren, was ja ist voll verständlich. Wir hatten nur eigentlich einen anderen Plan für den Tag. Aber werden jetzt hier eine Runde entspannen und genau, Samuel wird wieder was filmen. Wir werden uns jetzt wieder auf den Heimweg machen. Wir haben jetzt genug gechillt, aber es ist auf jeden Fall wunderschön hier. Also es ist richtig, richtig schön. Also eine definitive Empfehlung, falls ihr hier in Matvili und Umgebung seid, geht hier auf jeden Fall hin, es lohnt sich. So, wir haben jetzt noch mal kurz gestoppt. Das ist ja anscheinend die Region der Canyons. Oh, shit. Fast hingefallen. Die Region der Canyons. Und hier an der Straße, da haben wir jetzt noch mal kurz angehalten und gehen hier noch mal einen Canyon anschauen. Und dann geht's wieder zurück ins Hostel. Mal schauen, wie der hier so aussieht. Ja, hat sich auf jeden Fall nochmal gelohnt, der kurze Zwischenstopp. Aber jetzt geht's wirklich nach Hause. Das war es dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen oder euch. Und wenn es das getan hat, dann like es sehr gerne und schreibt mir auch sehr, sehr gerne einen Kommentar. Es freut mich wie immer sehr zu sehen, dass es euch auch gefallen hat. Und
Wenn du mehr solchen Content sehen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal und aktiviere auch die Glocke neben dem Abonnieren-Zeichen, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Jetzt nochmal ein kleines Fazit zu dem Kurzurlaub, würde ich mir mal sagen, hier in Mardvili. Es war wirklich richtig, richtig, richtig schön und das Hostel hier im Hintergrund, das Karma Hostel, ich kann es nur empfehlen, ist wirklich sehr, sehr gemütlich und die Leute sind mega entspannt. Es gibt vegetarisches Essen und man kriegt dir super Empfehlungen und es ist wirklich mitten in der Natur. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Und also man kommt ganz schnell raus in die Natur, wo dann halt auch Wasserfälle sind, wo irgendwelche Canyons sind, Hot Springs, die heißen Quellen. Also wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Falls ihr hier in Georgien seid, macht das auf jeden Fall. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Going to the North Country Fair. It's a troubadour song. And the moon sit heavy on a board.